Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal hier in einer relativ abgespeckten Variante. Ich habe euch wieder ein paar Bücher mitgebracht. Mein Bücherregal ist aber mittlerweile schon leer geräumt. In 17 Boxen ist es im Prinzip jetzt verpackt. Und ich habe euch aber trotzdem noch 5 Stück rausgesucht, die ich euch eben vorstellen wollte. Und zwar bleibe ich heute die ganze Zeit in der Kategorie Sachbuch. Los geht's. Das erste ist ein Buch aus 2019 und zwar ist es von Matthijs Deen. Das ist ein niederländischer Schriftsteller, der sehr unterschiedliche Bücher schreibt, Romane, Krimis, sehr unterschiedlich. Und dieses hier ist Über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas. Und was so ein bisschen trocken klingt, ist hier in dem Fall überhaupt nicht so. Es ist im Prinzip ein Geschichtsbuch, was immer auch einen aktuellen Bezug zu Geschichten des Autors hat, beziehungsweise auch Persönlichkeiten der Geschichte oder Figuren herausstellt, die eben einen der Wege Europas bewandern oder begehen. Das geht zurück bis 800.000 vor Christi. Es geht über die Via Appia, es geht über das erste Autorennen in Europa in 1902 und auch eine tolle Geschichte war über eine Isländerin, die es schafft, bis zum Papst zu kommen, nach Rom, zu einer Zeit, wo also überhaupt nicht gereist wurde, beziehungsweise auch, wo Frauen auch überhaupt nicht unterwegs waren. Es liest sich sehr, sehr spannend. Man ist mitten in den Geschichten mit drin und erfährt ganz, ganz viel über die Strukturen, die zum heutigen Europa geführt haben und auch darüber, wie viele Menschen immer am Wandern sind oder am Flüchten sind. Also es hat auch nichts an Aktualität verloren und ist für mich wirklich ein tolles, interessantes Sachbuch. Viele Sachen, die ich im Geschichtsunterricht so noch nie gehört hatte. Also hier, das ist mein erster Tipp, Über alte Wege von Matthijs Deen. Das nächste Buch, was ich euch mitgebracht habe, ist von Mike Wiking, einem Dänen, und zwar ist das Hygge. Hygge ist ja das Lebensgefühl der Dänen, wird mittlerweile ja aber in ganz vielen im Sprachgebrauch benutzt für das Thema Gemütlichkeit. Mike Wiking stellt das Konzept in diesem Buch hier vor, also beispielsweise hier auch, welche Komponenten zum Thema Hygge gehören, wie beispielsweise die Atmosphäre, das Zusammensein. Dann gibt es hier Rezepte drin, es gibt Bücher, die empfohlen werden, Dekoration, was man draußen machen kann, wie man Erinnerungen schaffen kann. Es ist also ein sehr schönes, schön gestaltetes Buch auch, wo man immer wieder reingucken kann mit wunderbaren Grafiken auch drin. Er geht auch kurz auf den negativen Aspekt des Hygge-Konzepts ein, im Sinne von, wenn man jetzt also alles nur noch Hygge hat und nur noch mit seinen Freunden sich gemütlich macht, dass man dann gegebenenfalls eben auch keine neuen Erfahrungen oder keine neuen Leute in den Freundeskreis reinlässt und so weiter. Es ist also schon auch ein bisschen differenzierter. Ich mag es sehr gerne, weil es eben schon allein über die Grafiken ein schönes Lebensgefühl vermittelt und es ist definitiv auch ein Buch, was sich wirklich sehr, sehr gut verschenken lässt. Also das ist Hygge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht, von Mike Wiking, ist im Löwe Verlag erschienen. Dann habe ich euch nochmal 2 englische Sachbücher mitgebracht. Die weiß jetzt auch nicht, ob es die in Deutschland gibt. Ich glaube, nein. Das erste ist Why Woo Woo Works von David Hamilton. David Hamilton ist ein PhD, der hat in der Pharmaindustrie gearbeitet, hat Medikamente mitentwickelt und ist jetzt aber eigentlich nur noch als Autor unterwegs, ist ein Schotte. Ich kann dazu auch sehr das Instagram-Profil von ihm empfehlen, weil er ein sehr sympathischer Mensch ist und wer gerne auch den schottischen Akzent hört, der ist bei ihm sehr gut aufgehoben. Und er war inspiriert durch die Untersuchungen zum Placebo-Effekt, sich diese neueren Wissenschaften oder Nichtwissenschaften in dem Fall eher anzugucken und mal darüber zu schreiben. Und das hat er in diesem Buch getan. Er hat verschiedene alternativen Gesichtspunkte auf den Prüfstand gestellt, also beispielsweise Reiki, das ganze Thema um Kristalle,
Telepathie, The Law of Attraction und so weiter. Es gibt also hier verschiedene Kapitel zu diesen Themen und erklärt hier mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, warum diese Sachen eben nicht nur Wuhu sind, sondern eben bei vielen auch funktionieren. Also, und das ist wirklich spannend zu lesen, weil es eben beide Seiten beleuchtet. Es ist eben nicht dieser Kampf gegeneinander, der so oft stattfindet, sondern zu sagen, ja, warum kann das vielleicht doch eine Berechtigung haben, um Menschen damit zu helfen. Und das finde ich eben einen ganz schönen Ansatz, Why Wuhu Works von David R. Hamilton. Das ist dieses Buch hier. Das zweite englische Buch, was ich euch mitgebracht habe, ist An Edited Life von Anna Newton. Und Anna Newton hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, The Anna Edit heißt der. Da geht es sehr viel um Mode und auch um Kosmetik und solche Sachen. Sie ist schon sehr, sehr lange dabei und dieses Buch finde ich aber ganz spannend, ist auch schon etwas älter. Das hat den Untertitel Simple Steps to Streamlining Your Life at Work and at Home. Und zwar ist es ein praktischen Ratgeber, um sich besser zu strukturieren. Und zwar in fast allen Lebensbereichen, also sowohl im Büro, im Arbeitsumfeld als auch zu Hause. Es ist, wie ich finde, sehr schön aufgemacht, schon textlastig, aber auch mit Tabellen und Schaubildern. Also von hier zum Beispiel Simple Meal Plans, dann geht es hier weiter über Finanzen, wie man das organisiert, Checklisten, wie man praktisch seinen Kalender abhakt, wie man Budget für seinen Alltag bildet und so weiter. Dann gibt es hier Organize Your Workspace, was auf den Schreibtisch gehört, wie man bestimmte Sachen besser organisieren kann. Also es betrifft fast alle Bereiche des täglichen Lebens, sowohl in der Arbeit als auch im Privaten. Und es sind viele, viele kleine gute Tipps. Es geht gar nicht so sehr um die totale Optimierung, sondern es gibt eben Tipps, um Sachen zu verbessern, um zu vereinfachen, um da ein bisschen mehr Potenzial rauszuholen. Und ich mag ihre Art sehr gerne. Sie ist, wenn man sie in ihren Videos sieht oder auch auf Instagram, wie eine gute Freundin, die einem eben Tipps gibt. Und dieses Buch ist genauso im Grunde genommen. Man kann immer mal wieder reingucken, man kann sich ein paar Aspekte raussuchen. Man muss jetzt nicht alles von A nach B durchgehen und genauso umsetzen, sondern es ist mehr so ein Hinweisgeber, wo man vielleicht nochmal eine Hilfestellung braucht. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich habe das schon ein paar Jahre jetzt im Regal und benutze das auch öfter mal, wo ich dann denke, ach, ich gucke mal wieder und dann kriege ich eine Inspiration und dann reicht mir das auch schon fast wieder. Also die An Edited Life von Anna Newton, das ist mein zweiter englischer Buchtipp. Und das letzte Buch, was ich euch mitgebracht habe, ist ein ganz aktuelles, das ist jetzt erst erschienen, und zwar heißt das Das geheime Leben in der Stadt von Hanna Björgas. Hanna Björgas ist eine Biologin, eine Norwegerin, die in Oslo lebt und hat hier ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben über Nachrichten aus der urbanen Wildnis. Also um all das, was uns täglich in unserem Umfeld, auch in den Städten begegnet, an Tier- und Pflanzentum. Und das hat mich wirklich sehr begeistert, dieses Buch, weil es wie so eine Art Tagebuch geschrieben ist über die Monate. Es hat hier auch ganz schöne Grafiken drin, also wie jetzt hier beispielsweise der Januar. Im Januar geht es hier um die Krähen, die ja vielerorts das Stadtbild prägen. Und ich muss sagen, ich habe so viele Sachen neu darin erfahren, über die Tiere, über die Pflanzen, beispielsweise wie die Pilze unter der Erde vernetzt sind, wie die sich gegenseitig helfen und auch im Prinzip die Bäume unterstützen, wie intelligent die Krähen sind, was die für Rituale haben. Und sie hat eben selbst beobachtet, sich selbst diesen Tieren oder Pflanzen angenommen, hat da ihre Untersuchungen quasi zugemacht und hat sich dann immer noch parallel mit Menschen dazu getroffen, deren Fachgebiet das ist, und hat sich dazu mit ihnen unterhalten, hat Beispiele gebracht, und es ist wirklich ein großartiges Buch. Wer mehr in dieses Naturerleben einsteigen will und eben auch sieht, wie viel Natur in den Städten mittlerweile ist, weil es eben auch eine Notwendigkeit für die Tiere geworden ist, beispielsweise in die Städte umzuziehen,
weil sie aufgrund von Pestiziden durch die Landwirtschaft beispielsweise gar kein Futter mehr finden und sich dann eben auch sehr, sehr gut zum Teil anpassen an unsere städtischen Strukturen. Also es hat mich sehr begeistert, das Buch, muss ich wirklich sagen. Ist ein tolles Werk, kann ich jedem empfehlen, ist überhaupt nicht trocken, ist über viele Bereiche geschrieben, Ameisen, Krähen, Pilze, Bäume. Also es ist wirklich viel, viel Information und Wissen drin und das auch noch auf eine sehr, sehr angenehme und unterhaltsame Weise aufbereitet. Also, Das geheime Leben in der Stadt von Hanna Björgas ist gerade ganz neu erschienen in der Strux-Edition. Das ist mein letzter Tipp für heute und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr Lust, das ein oder andere Buch davon zu lesen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.